Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit dem sogenannten Wurzel-3-Effekt, werde den zunächst erklären und anschließend abschätzen, inwiefern dieser Wurzel-3-Effekt Auswirkungen auf Berechnungen hat. Zunächst aber einmal zu der Fragestellung, was sich denn hinter dem Wurzel-3-Effekt überhaupt verbirgt. Dazu schaue ich mir ein herkömmliches Drehstromsystem an, das sogenannte 230-400-Volt-System, wie es in Europa vorherrscht. Dabei werden drei 230-Volt-Spannungen in 3 Spulen induziert. Diese Spannungen sind zueinander phasenverschoben. Es handelt sich um sinusförmige Wechselspannungen, was nun dazu führt, dass man zwischen den Außenleitern und dem Neutralleiter eine sinusförmige Wechselspannung von 230 Volt zur Verfügung hat. Zwischen den Außenleitern wiederum entsteht dabei eine Spannung von 400 Volt. In einem älteren Video habe ich einmal genau erklärt, wie man auf diesen Wert von 400 Volt kommt. Zwischen der hier induzierten Spannung und dieser Außenleiterspannung gibt es den theoretischen Wert von Wurzel 3. Das ist der sogenannte Verkettungsfaktor. Dieser Verkettungsfaktor ist mit absoluter Sicherheit richtig. Das heißt, die Spannung, die hier zwischen den Außenleitern besteht, ist genau Wurzel 3 mal dieser Spannung an der Stelle. Wenn ich aber nun diese 230 Volt mit Wurzel 3 multipliziere, komme ich nicht auf einen Wert von 400 Volt, sondern nur von 398,4 Volt. Die Angabe 400 Volt beinhaltet also einen systematischen Fehler. Der ist in der Praxis gängig und wird schlicht und einfach toleriert. Ich werde im Folgenden nun betrachten, inwiefern sich dieser systematische Fehler, diese Abweichung von 1,6 Volt auf Berechnungen auswirkt. Dazu habe ich in diesem Bild einen Widerstand an die Spannung von 230 Volt angeschlossen und genau den gleichen Widerstandswert zwischen zwei Außenleiter geklemmt, also an 400 Volt. Das bedeutet ja nun, dass an diesem Widerstand 230 Volt liegen und an diesem Widerstandswert liegt der Wert von Wurzel 3 mal 230 Volt, also 398,4 Volt. Das wiederum hat zur Folge, dass der Strom, der durch diesen Widerstand fließt, um den Faktor Wurzel 3 mal größer ist als der Strom, der durch diesen Widerstand fließt. Im Folgenden habe ich nun die Berechnung für P2 zweimal durchgeführt. Auf der linken Seite unter dem systematischen Fehler, bei dem ich ja mit 400 Volt statt mit 398,4 Volt rechne, und auf der rechten Seite mit dem exakten Wert von 398,4 Volt. Die Leistung P2 im Widerstand R2 ist ja mit Sicherheit gleich U23 mal dem Strom, der durch diesen Widerstand fließt. Die gleiche Formel ist hier ebenfalls nochmal aufgeführt. An dieser Stelle setze ich nun pauschal den Wert von 400 Volt ein, so wie das in der Praxis tatsächlich fast immer durchgeführt wird. Und an dieser Stelle rechne ich mit dem genauen Wert, nämlich Wurzel 3 mal 230 Volt, der gerundet 398,4 Volt ergibt. Das ist dann ebenfalls mit I2 zu multiplizieren. Da nun aber der Strom an dieser Stelle ebenfalls mit einem systematischen Fehler berechnet wird, ist auch dieser Wert nicht korrekt, der Stromwert, der hier implizit ausgerechnet wird. An dieser Stelle rechne ich den Wert des Stromes korrekt aus. Das heißt, wir sehen, dass bei der Berechnung der Leistung dieser systematische Fehler von 400 Volt zu 398 Volt zweimal zum Tragen kommt. Multipliziere ich das Ganze nun hier aus, so komme ich hier auf einen Wert von 160.000 Volt Quadrat geteilt durch den Widerstand und hier auf 158.700 Volt zum Quadrat geteilt durch den Widerstand. Der Einfachheit halber nehme ich nun einfach einen Widerstandswert von 10 Ohm an, wodurch ich die hier umgesetzten Leistungen sehr einfach berechnen kann. Bei der Berechnung mit dem systematischen Fehler komme ich hier auf einen Wert von 16.000 Watt, während bei der korrekten Berechnung ein Wert von 15.870 Watt herauskommt.
Das bedeutet nun, dass bei der Verwendung des Wertes von 400 Volt statt des exakten Wertes eine Abweichung von 8,2 Promille auftritt. Dieser Wert ist um 8,2 Promille zu groß. In den meisten Fällen wird tatsächlich mit 400 Volt gerechnet und die Abweichung, die dabei auftritt, spielt in der Regel überhaupt keine Rolle. Auffällig wird die Abweichung allerdings dann, wenn man einmal mit dem exakten Wert rechnet und ein anderes Mal mit dem systematisch falschen Wert. Dabei tauchen dann nämlich Widersprüche in den Ergebnissen auf, die eben nicht einfach auf Rundungseffekten beruhen, denn hierbei handelt es sich um einen systematischen Fehler und nicht um einen Rundungsfehler. Rundungsfehler kommen dann zusätzlich noch dazu und manchmal wundert man sich bei kleineren Rechenaufgaben über die erheblichen Abweichungen der Ergebnisse untereinander. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Effekt gut erläutern. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.